hier bin ich Ende Januar in der warmen Sonne Malagas. Aber gestern auf der Höhe, auf etwa 600 Meter Höhe, 300 Kilometer vor Malaga in Santa Cruz de Modela, habe ich auf einem rustikalen Golfplatz gespielt. Das habe ich noch nie gemacht. Und was das genau bedeutet, das zeige ich in diesem Clip hier. Ziemlich abenteuerlich. Viel Spaß! Also 2 Kilometer außerhalb von Santa Cruz de Modela soll laut Karte hier ein Golfplatz sein. Ich sehe aber nichts außer einem ehemaligen Industriegebiet. Aber wenn man hier ein bisschen weiter fährt, vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. In der Tat, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hier steht der Golfplatz von Modela. Ich lasse mal meine Drohne steigen, um zu schauen, wie das von oben aussieht. Also in der Tat, das sieht aus, als ob es hier einen Abschlag gäbe, sogar mit Wasser. Also meine Vermutung ist, hier wird erst ein Golfplatz gebaut. Also ich staune. Allerdings gibt es hier eine Fahne. Kein Grün, aber eine Art Braun. Ja, eine Überraschung hier. Das ist wirklich Golf für totale Aficionados. Ich weiß gar nicht, wie das hier im Sommer funktionieren soll. Aber ich werde mir hier keine Schläger kaputt machen. Das ist für mich im Moment eigentlich nicht spielbar. Ich weiß gar nicht wirklich, wie das hier funktionieren soll. Also in der Tat, das hier ist ein flaches, fast Wüstengelände. Die Grüns sind offenbar hier Brauns oder diese hellen Sandflecken, die man gesehen hat. Und wie man hier spielt oder wie die Leute hier spielen, das wäre natürlich noch interessant zu sehen. Im Sommer ist es vielleicht etwas besser, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es sehr viel besser sein Kaum zu glauben, hier habe ich tatsächlich Golfer gesehen und die werde ich mal kurz interviewen und fragen, wie das hier funktioniert. Buenos días. Pero explícame, por favor, cómo funciona aquí de jugar golf. Bueno, pues es un campo rústico, está acreditado, está federado por la Real Federación Española de Golf. Ajá. Y bueno, pues aquí venimos. Hay un club de golf que se llama Club de Golf Modela. Tiene césped, esto es natural. Porque esos son muy diferentes de los campos turísticos Sí, en la costa, ¿no? Este es completamente llano, no hay nada, no hay árboles, no hay... El agua ficticia. Las estacas están marcadas en rojo, es como si en un campo de golf hubiese agua. ¿Y las salidas cómo Las salidas están marcadas con sus estacas y los carteles anunciando la dificultad y la distancia de cada hoyo. Buenos días. Hola, buenos días. Es Pablo. Otro víctima. Sí. Otro víctima de la inocencia. Así es que bueno, pues aquí venimos y Pasamos el lo rato. pasamos bien, echamos el rato y lo pasamos bien. Tiene otra dificultad a un campo normal de golf. El campo normal de golf, los greens sobre todo, y bueno, y aquí la dificultad que tiene es que cuando golpea la bola, pues hay veces que se va para un lado o para otro, nunca va a lo mejor recta. Pero bueno, te acostumbras a ello, a jugar a ello. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues nada, Suerte. Tja, so werde ich doch noch ein paar Golfschläge spielen und mit diesen Herren hier ein ganz neues Erlebnis, ein neues Golferlebnis haben. Mal schauen, wie das hier funktioniert.
Y aquí, bueno, ahora está más o menos verde, ¿no? Muy Sí, irregular, pero ¿cómo está en verano aquí? En verano está completamente seco. Tierra y hierba seca. prácticamente. Pero entonces, Es como pasto. y esa parte ahí, los greens de Los arena greens siguen igual. Sí, así. todo, sí, esto está siempre igual. Entonces todo se parece más o menos Todo se parece a eso, como sí. los greens. En pleno verano, a partir de junio, julio, agosto, mayo igual. septiembre, está completamente amarillo todo, como Ah. la tierra. Interesante. Entonces, Sí. ¿cuál es la historia aquí de ese club? Bueno, esto se formó hace unos 30 años por dos o tres aficionados al golf. Uno de ellos Pepe Benito. Ese fue campeón de España de senior. Ajá. Y entonces organizaron el campo este, que es una cesión del Ayuntamiento de Santa Cruz, y hasta la fecha se ha reformado un par de veces y bueno, está incluido en la federación y como ves pues es un campo rústico. Aquí lo adecentamos como podemos. Muy especiales, sí, muchas gracias. De nada. Die Sonne ist draußen, es wird ganz schön warm und so mit der Zeit gewöhnt man sich auch an diese Platzverhältnisse und am Ende macht es ja Spaß, mit wem man spielt und das sind sehr nette Herren. Also allein deswegen macht es Spaß, hier zu spielen, in diesem doch für mich etwas ungewöhnlichen Golfplatz. Also das war wirklich ein überraschendes Golferlebnis. Zuerst habe ich gedacht, das sei eigentlich eine Baustelle oder etwas, aber auf diesem Gelände, was früher mal ein Militärflughafen war, gibt es tatsächlich seit 30 Jahren einen Golfplatz. Sie nennen es ein Campo Rustico, ein sehr rustikaler Platz. Man könnte natürlich schön rednerisch auch sagen, das sei ein Linkskurs, also der ist eigentlich gar nicht ohne. Aber was mir gefallen hat, ich habe ja nur nette Leute dort kennengelernt, mit denen ich gespielt habe. Und das zeigt eben, der Geist des Golfes, the Spirit of Golf, hängt eben nicht davon ab, ob die Fairways mit der Nagelschere geschnitten sind, sondern ein bisschen auch davon, ob man Spaß hat mit anderen Leuten und ob es doch eine Herausforderung gibt. Und dieser Platz hier, obwohl er natürlich völlig flach ist, hat seine Herausforderungen, denn es gibt ja diese Hindernisse, es gibt Wasser, wo man nicht rein soll. Und wie mir erklärt wurde, dieser Platz ist vom spanischen Golfverband anerkannt. Hier werden Turniere gespielt, es ist Teil der Interclub-Region und es ist eben ein anderer Golfplatz als die Touristengolfplätze oder diese schön gepflegten Golfplätze an der Küste. Und die Aussicht auf der Strecke zwischen Madrid und Granada oder Malaga, ein bisschen kostenlos Golf zu spielen, noch ist es kostenlos. Und in dem kleinen schönen Örtchen hier Santa Cruz de Modela eine Pause zu machen und dort vielleicht etwas zu essen oder in diesem schönen Hotel da einzukehren und dort zu essen oder anderswo zu essen, ist eigentlich schon eine kleine Pause wert.